gone! Riku, Jack, Roxas, Kyrie, Donald, Goofy, Sora, Orin! won't forget this! Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einem neuen Let's Test. Heute ist dran, keine Ahnung wie es wirklich ausgesprochen ist, also Bohemian Killing. Ich denke mal, ich hoffe einfach mal, dass es so richtig ausgesprochen ist. Ich weiß jetzt nicht wirklich, es ist auf jeden Fall ein Indie-Game wieder. Ist halt nur kurz. Klingt ja logisch. Es ist leider nur auf Englisch, ohne deutsche Untertitel. Heißt, ja. Ich versuche alles zu beschreiben. Ja, genau. So. Play Game würde ich direkt mal meine. Und New Game. This game is into the choice you make. And each lie and change the world for better. Oh, ist okay. Wir können lügen, wie es aussieht. So, okay, die Maussensibilität ist schon mal extrem hoch. Kann ich nicht aufmachen. Sie soll hier sein. Let's get started. Kann ich die Sensibilität ein bisschen runter machen? Kann ich natürlich nicht. Hä? Geht doch. Okay, das geht schon wieder. So. Ich weiß, wir müssen auch schon mal rein. Enter the area. Paris 70. Alles klar. What the fuck? What the fuck? Ich bin ein... Nee, was? Zur Hölle? Okay. Muss ich jetzt töten oder was? Okay. So Moonwalls present a game by starring Stefan Coldcard. Bohemian Killing. Miss Reed. Monsieur Eaton. Okay. Judge Gericht vielleicht, glaube ich. Monsieur Eaton, I'm talking to you. I'm sorry, Monsieur le Président, I was thinking. Do you understand the indictment? Sorry, but I have to ask the prosecutor to repeat. Monsieur Eaton, do you consider it to be a joke? You're charged with a serious crime. Please stay focused. Monsieur Prosecutor, please continue. As I said, I accuse Alfred Eaton of murdering on the 17th of October in Paris. Okay, wir sind angeklagt wegen dem Mord. Sie hat es nicht gewährt. Okay. The prototype of a torture machine of his construction. Wir haben sie irgendwie getestet. Haben wir die jetzt getestet oder die Polizei? Ich glaube wir. Marie Capet realized what the accused intended to do, she grabbed a metal rod lying in the room and hit the accused on the head, which caused a real threat to his life and, according to doctors, may have caused unconsciousness. Okay. Fingerprints of Marie Capet's left hand were found on the rod, as well as Alfred Eaton's traces of blood. Traces of blood were also found on the floor of that room. Das haben wir schon mal, haben Sie schon mal unser Blut gefunden in dem Raum, wo sie halt ermordet wurde? Heißt theoretisch, dass wir wirklich schon der Mörder sind. Marie Capet fled from the apartment. She was stressed and in a hurry. This was confirmed by her numerous fingerprints secured on the inside of the door of the apartment of the accused. Then, Marie Capet ran into a nearby hotel. It was the same hotel in which the accused rented a room. Ich habe keine Ahnung, was accused heißt. The clerk,
Marie Capet was extremely stressed. Repeat the word doctor and police. Police. Okay. Probably she wanted to call for help. When the clerk went to get some water to calm Marie Capet, she disappeared. The next day, on the 18th of October, about 8:32 a.m., A maid found her body in her room, rented by Alfred Eaton. It was covered with numerous fingerprints of the victim and of the accused. Also sie wurde ermordet in unserem Zimmer. Waren wir das jetzt oder nicht? Was a severe blow to the abdomen in the liver area with a blade of about 14 centimeters length. 40 Zentimeter The nicht. weapon constructed by the accused was secured in his apartment. Marie Capet's unwashed blood stains were still present on it, as well as the fingerprints of the accused. Accused? Was heißt was also accused? Charged by the testimony of one of the neighbors who passed the accused at the front door of the building in which they both lived at about 11:30 p.m. The witness testified that the clothing of Aquila was stained with blood. Unfortunately, the said clothes were not found. At the time of committing the alleged crime, the accused was sane. Ist bis jetzt fertig? Das dauert ganz schön lange hier. Jetzt ist es. Okay, wir reden jetzt nochmal mit unserem Verteidiger. Also versuchen wir mal das Beste draus zu machen. Um 9 Uhr waren wir zu Hause. 9 Uhr abends, also 21 Uhr in etwa. Okay. I admired the charming streets. I tried to start the car, but it ran out of fuel. I already returned from l'Opéra Garden. I decided to go for an evening walk. For a moment, I admired the charming streets of Montmartre. I read cultural announcements. Digga, okay, also er erzählt wirklich alles das, was ich mache. Das ist schon irgendwie heftig. I opened the gate. I knocked, but no one answered. Kann ich irgendwas trinken? What the fuck? I entered the Café de Paris cafeteria. I wanted to drink some good wine and eat a piece of cheese. A group of Parisian rabble tried to throw me out, screaming that there was no room for gypsy thieves. They beat me and threw me into the street. Did you report this fact to police officers? No, Monsieur le Président. I decided that it was not worth losing my time. And why is that? A second of my work is more important than the lifetime of each and every one of those plebeians. Okay, er hatte das nicht erwähnt, dass er da drin war. I would have done them a favor. What do you mean, Monsieur? In jail, they would have had better living conditions than those holes that they call houses. I understand. Please return to your testimony. Okay. I looked at slogans inciting to the new revolution Mordarches. written on the walls by the rabble. Okay. Na, geh zu. I closed the gate. Kann ich reingucken? I entered the nearby hotel. Okay. For cases. Das ist echt merkwürdig. Ich glaube, das ist echt nichts für mich. I opened the door to the phone room. Was not held at about 9:25 p.m., as according to his testimony, but at a different time. Monsieur Eaton, do you claim that you did not rent that room? Oui, Monsieur le Président. But I knew it would not be a coincidence. The name Ethan is not that common. So you tried to learn more from the clerk? Yes, however, he hid behind his professional secrecy. I knew he wouldn't tell me a thing. I do not understand one more thing.
You live next to the hotel. So why did you want to rent a room there? Sometimes I meet up with some girls of the Moulin Rouge, and due to my reputation, I prefer not to do it in my apartment. Did you meet Marie Capet face to face? No, Monsieur le Président, never. I understand. Das sieht komisch aus, irgendwie echt komisch. Speed continue, okay. I wanted to check the guest book, but I couldn't do that with the clerk nearby. Keine Ahnung, versuchen hochzugehen. I opened the elevator grate. I took the elevator to the second. Alles klar, ich will mal meinen zur Bewertung mitbekommen mit meinem knarrenden geilen Stuhl. Also wir sind ein Mörder. Zumindest werde angeklagt. Ja. So, also gut. Es ist eine Erzählung. Es ist ein Indie-Adventure-Game. Adventure? Abenteuer? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, Abenteuer war es bei Steam gelistet als zweites. Also für meinen Geschmack ist es definitiv nichts. Aber trotzdem, da es ein echt gutes Spiel eigentlich vom Prinzip her, es hat ja wirklich gute... Die Musik ist auch geil. Also die Musik ist echt geil. Okay. Dann hier rein, oder wie? Ja. Und... War das nicht hier? Das war doch hier. I was tired after the banquet, so I immediately went to sleep. I was even too Ja, tired to... Bewertung. You want to testify, Monsieur Eaton? Oui, Monsieur le Président. And so I close the hearing. It is time to present your positions. Ich glaube 6 von 10 würde ich geben. Es hat zwar einen geilen Ton oder sowas, aber es ist überhaupt nicht mein Spielstil. Das ist ja wirklich nur Geschichten erzählen. Das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Das mit den unterschiedlichen Enden, was möglich wäre, dann denke ich mal durch diese ganzen verschiedenen Angelegenheiten, die man machen kann, ist auf jeden Fall schon mal gut. Es ist auch wie ein Drama aufgebaut, finde ich, weil es halt, ja, ne, ich denke mal, der Höhepunkt kommt jetzt dann fällt so wahrscheinlich noch. Ich denke mal, wir sterben auch definitiv oder irgend sowas. Auf jeden Fall, ich würde, ja, das ist auf jeden Fall 6 von 10 würde ich geben. Das ist ein guter Soundtrack, ist leider nicht meins, ist auch leider nicht deutsch, weil ich so gut Englisch kann auch nicht. Und da wird es immer ein bisschen schwer. Auf einen am frühen Morgen oder besser am Abend. Das ist nicht so meins. Das Spiel ist erst neu rausgekommen. Es kostet, glaube ich, 15 €. Also wenn es euch interessiert, solche Drama-Erzählungen in First-Person-Modus oder sowas. So Geschichten-Nacherzählungen. Ich weiß nicht, es gibt so viele Spiele, wo man allgemein schon sowas macht. Kann ich euch auf jeden Fall dann empfehlen. Meins ist es leider nicht. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall dafür, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Spielvorschläge habt, schreibt mir nochmal in die Kommentare und dann würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht einen Daumen nach oben da lasst oder vielleicht ein Abonnent werdet. Und dann würden wir uns sogar öfter sehen. Ich bedanke mich dafür und bis zum nächsten Mal. Thank you.